Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge aus dem Hause. Mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status. Und wir haben heute was Lustiges von Boeing. Die haben den Zugang zur NTSB gesperrt bekommen. Ist quasi eine Strafe für wer zu viel labert. Wir haben noch Allegris News von der Lufthansa. Da gibt es wieder Verschiebungen, Ziele fallen aus, Flugzeuge kommen irgendwie später gefühlt. Warschau wird wohl eine ernstzunehmende Alternative zu Berlin zu sein, scheint. Deutsches Wort, schweres Wort, also scheint eine Alternative zu Berlin zu sein. Ganz einfach deshalb, weil die machen einen neuen Flughafen und der wird relativ geil, der Zentralflughafen, der den Chopin-Flughafen ersetzt um 2032. Gucken wir uns genau an. Und wir haben als Thema Aua, der Hagel-Airbus, oder ich sage einfach nur die Bravo Mike. Sie fliegt wieder in der Tat, wie ich es gestern gedacht habe. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren und den Kanal zu abonnieren. Und ihr könnt euch frei halten den August, das erste Wochenende der Freitag, also der erste Freitag im August. Da werden wir was Besonderes machen. Und natürlich sind die VIP-Mitglieder von Frequent Traveler TV, die Kanalmitgliedschaft haben, im Vorteil. Die werden nämlich zuerst informiert. Also freut euch und da wird was kommen. Erstes Thema, was wir heute haben, das ist Warschau. Und in Warschau, da gibt es einen neuen Flughafen ab 2032. Wenn wir natürlich jetzt nicht die Orgie haben mit Berlin und so, ne, Flughafen bauen. Aber im Allgemeinen glaube ich nicht, dass jemand Berlin da nachspielen möchte oder imitieren möchte. Und deshalb ist der Flughafen in Polen ein neuer Zentralflughafen relativ interessant. 34 Millionen Passagiere sollen diesen Flughafen benutzen können und dann mit dem Flugzeug weiter fliegen können. Und die LOT hat natürlich da relativ viel Spaß dran. Und dass der Kollege Tusk, das ist der Regierungschef dort, am Mittwoch in Warschau gesagt hat, dass der Bau eines zentralen Transportdrehkreuzes CPK, Central Parcel, whatever, für immer das steht, zu den umstrittenen Prestigeprojekten mittlerweile abgewählten Peace-Partei gehört. Die haben ja das Land von 2015 bis 2023 regiert. Aber nichtsdestotrotz ist das Projekt durchaus interessant und spannend und ist auch eine direkte Kriegserklärung, sage ich jetzt mal, an Berlin, aber auch an andere Flughäfen. Denn wenn man sieht, dass man in Polen bei der LOT eine neue Business Class auch haben möchte, die dann vielleicht weniger rustikal ist und damit dann halt auch den Flughafen und die Fluglinie attraktiv macht. Für alle, die bei Lufthansa sammeln, ist das natürlich auch eine relativ coole Geschichte. Ganz einfach deshalb, weil man bei Miles & More genauso Honmeilen sammelt, als wenn man mit der Lufthansa fliegen würde, wenn man LOT fliegt. Also insofern relativ gut. Der Zentralflughafen soll halt mit der LOT expandieren. Ist also quasi so gewesen, wie Berlin mit Air Berlin da expandieren wollte und umgekehrt. Aber der Flughafen, den hat es ja zerrissen und vielleicht hat es deshalb auch Air Berlin zerrissen. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja unten kommentieren, was ihr davon haltet. Und ihr könnt mal schreiben, was ihr von der LOT haltet. Und laut TUS soll sie nicht ganz so groß wie die Lufthansa werden, aber doch auf ähnlicher Größe. Und man will dann den Flugzeugpark von 76 auf 135 Maschinen ausgeweitet haben. Und LOT soll rund 60% der Verbindungen von den neuen Großflughafen aus bestreiten. Interessant an der Geschichte ist natürlich nicht so groß wie die Lufthansa. Die haben irgendwie über 700 Flugzeuge. Und dann kommt der Kollege an und will da mit 136 anstinken. Ja, das ist richtig. Man ist nicht ganz so groß wie die Lufthansa. Aber vielleicht haben sie Ambitionen und ich würde es ihnen wünschen, weil sie doch durchaus eine gute Arbeit leisten und preislich durchaus auch attraktiv sind für den einen oder anderen. Wenn man sich dann die Kommentare anguckt, ist es so, scheinbar sind nur die Deutschen so intelligent, einen neuen Flughafen am Stadtrand inklusive Nachtflugverbot zu planen. Natürlich war es intelligent aus Sicht Hessen und Münchens, dass der BR ein Nachtflugverbot hat. Hätte ja sonst Konkurrenz bedeutet. Aber man muss halt einfach
sich das Ganze anschauen. Gut, wer war Verkehrsminister? Das steht auch noch da. Logisch, kam ja aus der CSU. Aber Polen macht wohl alles richtig mit dem Flughafen. Kein Nachtflugverbot außerhalb der Stadt. Vielleicht eine gute Anbindung. ICE wird es natürlich nicht werden, aber es wird was anderes werden. Und dann ist das durchaus eine relativ interessante Alternative. Und Warschau als Stadt ist ja auch unheimlich spannend. Also ich mag Warschau. Was ich auch lustig finde, ist, wenn die Freunde bei Boeing einen auf die Fresse kriegen, weil sie einfach zu blöd sind. Und zu blöd deshalb, weil die National Transport Safety Board, NTSB, den Zugang gesperrt hat. Das ist so, als wenn du einfach nicht lieb warst und deine Eltern haben dir das Wi-Fi zu Hause abgeklemmt und haben gesagt, deine Geräte kommen nicht mehr online. Und genauso ist das bei der NTSB. Und zwar ein Boeing-Manager hat vor Journalisten nicht öffentliche Einzelheiten über den Alaska Airlines Doorplug, also über den Türstopfen, erzählt. Und der Flug 1282 von Alaska Airlines hat halt noch viel Potenzial, was man da herausfinden kann. Und die NTSB prüft Dinge und gibt dann Dinge frei. Und das hat dieser Manager halt nicht beachtet. Und bis gestern ist es halt so gewesen, dass die NTSB den Zugang von Boeing eingeschränkt hat. Und The Air Current, das ist eine Zeitung, sagt, dass dieses Medienbriefing durchaus die Beziehung zwischen den Freunden der Boeing und der NTSB natürlich belasten. Und gerade Boeing sollte halt wissen, wie die Spielregeln sind. Alle Beteiligten in zahlreichen NTSB-Ermittlungen über die vergangenen Jahrzehnte kennt kaum jemand die Spielregeln so gut wie Boeing. Und das ist das, was die NTSB sagt. Und ja, natürlich, bei jedem Absturz kommt die NTSB natürlich mit ins Spiel und guckt an, was die Boeing-Leute da gemacht haben. Und dann braucht man natürlich auch von Boeing Expertise, gerade wo früher natürlich viele Spezialisten, die von der FAA nicht mehr geliefert werden konnten, wir erinnern uns, musste man dann halt bei Boeing nachfragen. Und die wissen halt haargenau, dass dort halt nichts erzählt wird. Und der Stand der Dinge ist halt im Moment, dass die Tür halt aufgrund der 4 fehlenden Bolzen halt rausgepöppt ist. Und ja, das ist halt das Problem. Ich denke mal, dass man in Farnborough, das ist da jetzt eine Flugmesse, wo man das gesagt hat, wahrscheinlich wieder einen Positive Spin bringen wollte und wollte sagen, ja, nee, das war ja eigentlich nur, Gott sei Dank, die 4 Bolzen und nichts anderes. Ich weiß es nicht. Ich war bei dem Media Briefing leider nicht dabei. Und da muss man dann halt schauen, ob man da vielleicht besser nicht geschwiegen hätte. Und das Aussperren ist eher, glaube ich, symbolisch gemeint, weil am anderen Ende bei Boeing wird man ja immer wieder angefragt werden und je nach Frage, die da kommt, weiß man ja, wo der Hase läuft. Also das ist jetzt gar nicht mal so sinnvoll. Also im Prinzip, wenn wir das wieder mit demselben Beispiel bringen, ich klemme dir das Internet ab, aber man vergisst dann, dass der Kollege Mobilfunk hat und da Daten hat. Also insofern ist das nur ein Fingerzeig und ein bisschen Hiebe. Das gibt dort Hiebe. Also man kann jetzt sagen, das war dämlich und dumm, aber mehr auch nicht. Also es ist jetzt nichts, dass die da was vertuschen wollten oder so. Lima Bravo Mike mit Oscar Echo am Anfang, dann wissen wir alle, worum es geht. Und das geht natürlich um die Freunde von Airbus Austrian Airlines A320 Hagelschauerflug. Und zwar die Oscar Echo Lima Bravo ist halt durch dieses Unwetter stark beschädigt worden. Das Flugzeug ist innerhalb von 14 Tagen oder weniger repariert worden und ist, also das war der 9. Juni, was haben wir denn heute? Wir haben ja heute 27, also ein bisschen mehr als 14 Tage gewesen. Okay. Ist dann aber am gestrigen Juni mit den kommerziellen Passagieren wieder unterwegs gewesen. Heißt also, dass man dann von Frankfurt hin und zurück oder nach Frankfurt hin und zurück geflogen ist, das Flugzeug wieder voll im Dienst ist, alles tipptopp ist, Daumen hoch ist und ihr seht dann wirklich, wie lange so etwas dauert, dass man es repariert. Und man hat Airbus einbezogen und die Mitarbeiter bei Austrian Airlines sind in der Technik natürlich sehr, sehr gut. Interessant finde ich auch, dass man bei der Austrian Airlines, bei der Technik, auch einen interessanten Slogan hat. Und zwar ist dieser Slogan "We keep aircraft moving". Und das ist natürlich ganz klar, dass man, wenn man Fachkompetenz hat,
und alles, dass man diese natürlich dann auch zeigen darf, zeigen soll und zeigen muss. Logischerweise. Wir haben jetzt das Thema Allegris und man kann jetzt etwas lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Also ich glaube, es ist schon traurig, weil die Lufthansa dort... man hat, also Hasse Pech kommt auch noch kein Glück dazu. Und da ist es so, dass die Allegris ja im Liniendienst ist seit Mai und man fliegt halt nach Vancouver und nach Toronto und man hat da, irgendjemand hat da ausgerechnet, man hat auch keinen 100% Erfolg auf den Strecken, aber man möchte jetzt Strecken dazu nehmen. Das war ja auf den Strecken Chicago und dann sollte es auch noch Montreal sein. Aber Montreal ist jetzt gestrichen worden und auf der Homepage von Allegris ist es so, dass auch die Verbindung nach Chicago auf August gestrichen worden ist, beziehungsweise verschoben worden ist. Es gibt ja noch Shanghai, San Francisco, Bengaluru und Kapstadt, die auch mit Allegris angeflogen werden sollen. Aber es ist halt wirklich wieder erneut verschoben worden, denn die X-Ray Romeo ist ja auch ein Flieger, der schon ausgeliefert worden ist letztes Jahr. Aber weil halt die Allegris nicht zugelassen war und ist, zumindest nicht weltweit und in den USA ist sie das wohl nicht, sonst würde man ja nach Chicago fliegen, ist der Flieger noch in der Wüste. Also Lufthansa braucht den Flieger, gerade weil die amerikanischen Strecken ja auch die Strecken sind, die am meisten Prestige bringen und vor allem auch Knete bringen. Das ist das Butter und Brot der Lufthansa Group. Und die hoffen natürlich, dass der Flieger kommt. Also ich denke mal, dass das mit der Zertifizierung zusammenhängt und dass man da natürlich ganz klar schaut, was man machen kann und was man machen muss. Dann wollen wir noch mal auf die Miles & More eingehen. Und zwar bei der Miles & More haben wir auch wieder Neuigkeiten aus Miles & More und aus München. Und zwar ist es so, Miles & More wird der Loyalitätspartner in München am Flughafen. In Frankfurt ist es ja auch geworden. Und jetzt gucken wir mal, was da ist. Am 21. Geburtstag der Partnerschaft zwischen Lufthansa und Flughafen München steigt Miles & More als Experte für erfolgreiche Kundensprache und Bindung mit ein und komplementiert ab 1. Juli die Kundenerlebnisse entlang der Reisekette im Retail-Bereich. Regulär sammeln Miles & More Teilnehmer in allen teilnehmenden Einrichtungen am Münchner Airport 1 Meile pro Euro Umsatz. Zum Start der Partnerschaft gibt es für 2 Monate sogar 21-fache Meilen. Die Vorteile für die anspruchsvollen Reisenden sind die Zusammenschluss der 3 stärksten Marken an der wichtigsten Luftdrehkreuz der Europas, die komfortable Erlebnis entlang der Reisekette bei und richtet sich an den Bedürfnissen der Reisenden aus. Meilen sammeln und einlösen ist dabei ab sofort in circa 40 Shops am Münchner Flughafen möglich, vom 1. Juli bis zum 31. August 21-fache Meilen. Also in der Pressemitteilung steht es relativ oft, ne? Um das Ganze nicht zu überstrapazieren, können wir auch noch mal kurz ein Bild zeigen vom, da haben wir es, kommt das Bild. Ja, da ist es. Das ist einmal Heiko Reitz, Chief Commercial Officer der Lufthansa. Auf der linken Seite dann Johann Philipp Bruns, Managing Director Miles & More GmbH. Und dann der Chief Commercial Officer von der Münchner Flughafen München GmbH. Also ihr seht, alle sind happy. Lufthansa, München Flughafen und Miles & More. Der Kollege Reitz war ja auch übrigens der ITA noch bis letztes Jahr verantwortet hatte und da negotiated hatte. Aber das Ding wird ja auch bald kommen. Und Montag ist der 1. Juli. Vielleicht haben wir ja morgen schon eine Nachricht aus Brüssel. Ansonsten Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wäre dann der 4. Das wäre dann der richtige Termin. Wir haben noch Fragen des Tages, die ich euch auch mitgeben möchte. Die Fragen des Tages sind natürlich logischerweise, wenn wir uns die Themen von heute anschauen, findet ihr den Flughafen in Warschau eher eine Sache, die ihr sagt, interessant? Aber ist jetzt für euch nichts, wo ihr sagt, da würde ich jetzt großartig hinfliegen? Oder ist das etwas für euch, wo ihr sagt, hey, das ist eine Alternative. Ich komme aus Berlin oder ich komme aus woher auch immer und dann fliege ich halt mit der LOT nach Warschau. Sind meistens leider ja Embraer oder so. Und fliege von da aus dann, wenn es auch günstiger ist.
Und das andere Thema ist natürlich Allegris. Was haltet ihr davon, dass die Ziele wieder verschoben werden müssen und dass das eher so eine Art, die Aushilfe der Aushilfe hat wieder was gemacht und leider irgendwie hat die Lufthansa da einen schlechten Lauf. Was macht ihr aus dieser Allegris-Mitteilung? Ich bin mit der Sendung relativ schnell durch, muss auch wieder los. Danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und Kanalmitgliedschaft. Gerade jetzt lohnt sich die VIP-Mitgliedschaft, damit ihr nicht nur die Sendung vorher seht, sondern vielleicht auch zu Lufthansa mitkommen könnt. Jo. Also, danke, dass ihr heute dabei wart und ich gebe euch jetzt den Abspann. Mal gucken, wie übrigens das neue Mikrofon ist. Ich habe da jetzt was auf der mobilen Lösung gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob der Klang sich jetzt verändert, aber ich bin mal gespannt. Ne? Also, gucken wir mal. Ihr müsst euch dann an die Tröte hier ich hoffe, das hat jetzt nicht gewackelt, an die Tröte hier gewöhnen. Ansonsten kann man die Tröte auch einfach in die Hand nehmen. Und ich kann dann so ein bisschen rasender Reporter spielen und sagen, ja, der Herr Hofmeister, wie stehen Sie zum Thema? Also Mario kommt vielleicht auch, den müssen wir auch mal fragen. Vielleicht Sonntag wieder eine Live-Sendung. Und jetzt aber den Abspann und danke euch. Bis dann. Ciao, ciao.